In unserem Experiment zum Blumenfärben haben wir ja herausgefunden, dass die blaue Farbe die Blüte erreicht und gefärbt hat, die rote Farbe jedoch nicht. Wir wollen uns in diesem Video dieses Phänomen, dass sich Rot und Blau unterschiedlich verhalten, mal genau anschauen. Wir verwenden dazu eine Technik, die Chromatographie genannt wird. Es ist eine recht alte Technik aus der Chemie, mit der ein Stoffgemisch aufgetrennt werden kann. Wir nehmen uns dazu ein Stück saugfähiges Papier oder auch Filterpapier, wenn ihr das habt, und schneiden einen schmalen Streifen ab. Wir mischen rote und blaue Lebensmittelfarbe mit Wasser und tupfen mit einem Holzstäbchen am unteren Ende des Papierstreifens 1-2 Tropfen der Farblösung aufs Papier. Wir nehmen dann ein Glas, das wir zu etwa 1/4 mit Wasser gefüllt haben, legen einen Schaschlikspieß quer über das Glas und hängen den Papierstreifen so darüber, dass das untere Ende gerade so ins Wasser taucht, unsere Farbflecken aber nicht im Wasser sind. Das ist manchmal ein bisschen tricky und vielleicht lasst ihr euch da mal helfen. Und jetzt heißt es wieder abwarten und beobachten. Ich habe das mit einem Zeitraffer gefilmt, deshalb geht es jetzt hier im Video schneller, als ihr es erleben werdet. Was wir aber sehen, ist das Gleiche. Das Wasser steigt langsam an dem Papierstreifen hoch und dabei nimmt es Teile der Farbe mit. Nach etwa 20 Minuten haben wir so ein Bild. Es ist zwar sehr schwach zu sehen, aber ganz klar ist, dass die blaue Farbe weiter nach oben gelaufen ist als die rote Farbe. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch in unseren Pflanzen beobachtet haben. Noch schöner als mit Lebensmittelfarbe lässt sich das Ganze mit Filzstiften machen. Wir nehmen also wieder einen schmalen Papierstreifen und malen am unteren Ende ein blaues und ein rotes Kästchen drauf. Dann hängen wir den Papierstreifen wieder über einen Schaschlikspieß, sodass das untere Ende im Wasser liegt. Wieder steigt das Wasser am Papierstreifen hoch und nimmt Teile der Farbe mit. Und auch hier sehen wir klare Unterschiede zwischen Rot und Blau. Bei den Filzstiften ist es aber gerade andersrum als bei der Lebensmittelfarbe. Ein Teil der blauen Farbe ist gar nicht mit dem Wasser am Papier hochgewandert, während sich die rote Farbe eigentlich komplett oben angesammelt hat. Ganz spannend ist es auch, wenn man verschiedene schwarze, wasserlösliche Filzstifte chromatografiert. Inzwischen wisst ihr, wie wir vorgehen: Blatt Papier, kleine Striche drauf und ins Wasser hängen. Die beiden Filzstifte, die ich hier zu Hause habe, die unterscheiden sich gar nicht so stark. Aber man sieht schon schön, dass in dem Schwarz ganz viele andere Farben enthalten sind, die sich beim Chromatografieren auftrennen. Probiert es doch mal aus. Schaut, aus welchen Farben eure schwarzen Filzstifte zu Hause bestehen oder wie so ein Chromatogramm mit braunen oder lilafarbenen Filzstiften aussieht. Ich bin gespannt, was ihr rauskriegt und freue mich auf euer Feedback. Macht's gut und viel Spaß beim Experimentieren.